Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute wieder mit dem Top 1000 Global Ranking von allen Servern, einschließlich auch FEC. Momentan natürlich vor allem interessant und auch der einzige Server, wo wirklich groß Bewegung drin ist der FEC-Server, ist mir natürlich klar. Allerdings wird es heute wahrscheinlich die letzte Folge sein oder die letzte Ausgabe dieses Formats quasi, wo sich tatsächlich noch allzu viel ändert, weil wir haben ja das Problem, dass es eben eine Top 1000 ist. Und was haben wir jetzt diesen Monat neu, was es letztes Monat noch nicht war? Wir haben 1000 Leute auf 165, plus es ist gerade noch XP-Event, es erreichen, also ich habe vorhin gespielt im Stream, es erreichen gefühlt alle 20 Minuten Leute 165. Das heißt, bald werden hier nur noch Leute sein, die 165 sind, mit 99,99. Und dann wird die einzige Differenzierung hier sein der Zukunft, also auch die Veränderung im Ranking wird sein Master und Hero. Und das war es eigentlich, weil Zeitpunkt, an dem man das Level erreicht hat, ist locked in, daran kann man nichts mehr ändern. An 165,99 kann man auch nichts ändern, also über normale Wege kannst du nicht mehr aufsteigen. Das heißt, der einzige großartige Unterschied ist eigentlich tatsächlich, also aktiv sein vielleicht, aber vor allem Master und Hero. Die meisten Leute interessieren sich nicht sehr dafür, kann man sagen. Also ich meine, nur um ein Beispiel zu nennen hier, wir haben gerade mal 11 Leute auf 160, weil es eigentlich actually ziemlich viel ist für die kurze Zeit. Und dann haben wir nochmal irgendwie 16 Leute mit dem blauen Hero-Zeichen, das heißt auf 140. Das heißt, die allermeisten Leute offensichtlich sind daran jetzt nicht allzu sehr interessiert, weil 27 bzw. 11 und 16 von ein paar Tausend ist natürlich nicht sehr viel. Genau. Aber ja, generell wird sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu viel tun tatsächlich. Und deswegen haben wir jetzt heute nochmal relativ große Veränderungen. Aber in den nächsten ein oder vielleicht 2 Ausgaben, wer weiß, wenn der FEC verlängert wird, wird sich halt wahrscheinlich nicht mehr allzu viel an den Klassenbalancen tun. Das heißt, wir haben jetzt schon einen groben Ausblick darüber, welche die beliebtesten Klassen auf dem FEC 2025 tatsächlich sind und sein werden. Noch sind wir nicht ganz am Ende, leider. Zuallererst habe ich den FEC jetzt aber nochmal ausgeblendet, weil er uns zu sehr von den Original-Servern... Ich muss ja gerade noch kurz die Zahlen unten austauschen, das habe ich tatsächlich vergessen. Also zuallererst gucken wir uns mal noch die normalen Server an und da hat sich tatsächlich einiges getan. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was genau passiert ist, aber es ist auf jeden Fall was passiert. Zuallererst aber, wie viele 160er gibt es auf den Original-Servern insgesamt? Mindestens 4558. Warum mindestens? Auf La Wolf gibt es safe mehr, aber es werden uns ja nur maximal 1000 angezeigt, leider. Ich hoffe, irgendwann wird es mal erhöht auf 2000 oder 3000, aber ich persönlich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie das tun werden. Gefühlt bin ich auch der Einzige, der sich für die Rangliste halbwegs interessiert. Genau. Ja, jedenfalls, ja, hier drüben ist jetzt nicht allzu viele Veränderungen. Ich glaube, wir haben plus 3, ja, fast genau 300. 301, also 301 Leute haben innerhalb der letzten 30 Tage 165 erreicht, im Vergleich zum Monat davor. Und was jetzt hier aber eben anders ist oder neu ist tatsächlich, ist Folgendes. Und zwar haben wir hier einen extrem starken Anstieg der Ringmaster, und zwar um 46. Und deshalb, wo ja gerade die Aktivität auf den Original-Servern ziemlich niedrig ist, kann man sagen. Auf manchen Servern ist so gut wie gar nichts los und auf den meisten ist jetzt sehr wenig Betrieb, also 10-20% von dem Betrieb, der eigentlich da wäre. Und logischerweise, wenn eine Gruppe stark zunimmt, heißt es, dass andere stark abnehmen. Lustigerweise, Psykeeper hat sich überhaupt nicht verändert, der ist tatsächlich genau gleich geblieben. Jester, für Jester ist es eine große Zahl, plus 7. Billposter plus 3. Elementor, und ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist, minus 34. Blade minus 11. Ranger plus 9. Und Knight minus 20. Also ich weiß echt nicht, was passiert ist, aber das sind geistesgestörte Zahlen auf jeden Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall eher nicht so gut, kann man sagen, weil Ringmaster verfälschen das Bild halt immer. Ich finde es immer gut, wenn Ringmaster rausfliegen, weil es davon offensichtlich viel zu viele gibt. Und der Grund, ganz einfach, jeder hat einen Ringmaster, deswegen sind auch viele Ringmaster in einem sehr hohen Levelbereich, die aber gar nicht als Main Character gespielt werden und dadurch ja das eigentliche Bild der Klassenbeliebtheit stark verfälschen. Und das ist jetzt leider so ein Monat, wo die Ringmaster stark zugenommen haben.
und das ist eher nicht so gut. Wird beide egal sein zum Glück, weil mit dem Update Levelerweiterung auf 190 plus der Transfer von den FEC-Charaktern dieses Jahr auf die Original-Servern wird es auch wieder ein bisschen ausgeglichen wahrscheinlich, aber für jetzt ist es natürlich eher blöd. Außerdem haben wir immer noch keinen Termin fürs Update, eigentlich auch überhaupt keine Infos über das Update, deswegen bleibt mal abzuwarten, was da jetzt tatsächlich nochmal passiert. Ja, und dann wird es schon Zeit, blenden wir den FEC ein, würde ich sagen. Oh. Ja, das passiert, wenn man zu viel im Nachhinein bearbeitet. Auf jeden Fall haben wir hier die Zahlen vom August 2025. Diesmal auch farblich hinterlegt, weil man es letztes Mal eigentlich nicht so gut erkennen können. Und Folgendes haben wir quasi neu in Rot sind die Verlierer sozusagen innerhalb des letzten Monats, also Vergleich zwischen Juli und August sozusagen. Die Verlierer sind definitiv hier und die Gewinner sind in grün. Das heißt quasi die Spieler verloren haben sozusagen, die Klasse, die Spieler verloren hat, ist in rot und die Gewinner sind in grün. Und die größten Verlierer, in dem Fall gut, Ringmaster, gut ist nicht wirklich groß, Psykeeper -6. Dann haben wir, das ist Elementor, -3, Blade -5 und Ranger -11. Und eigentlich stark zugelegt hat eigentlich nur der Knight +24, Jester und Billposter minimal +6 und +4. Jester ist allerdings so weit hinten, dass das fast keine Rolle spielt. Also ist eigentlich so ähnlich wie hier oben. Für einen Jester ist das ein Riesensprung, aber er ist immer noch so weit hinter den anderen, dass es keine wirkliche Rolle spielt. Und dazu auch kurz einen Hintergrund, habe ich letztens auch ein Video gemacht, wo ich darüber geredet habe, also beispielhaft am Jester. Die Preise für gewisses Equipment, das halt, naja, keine hohe Nachfrage hat, die sind absolut im Keller. Also du kannst dir aktuell auf dem FEC einen Jester ausrüsten. Ich rede jetzt natürlich von cleanen Preisen, aber du kannst, oder von eher schlechten Preisen, aber du kannst dir für wenige hunderte Millionen, kannst dir ein Hernes-Jojo kaufen, beide 150er Sets, theoretisch auch alle Sets davor und alle Waffen davor, sogar minimal geupgradet, also +7 und so weiter, oder halt mit den Essentials, sag ich mal, also +7, 7 Element und Rüstung +7. Ich meine, im Low-Level reicht das ja sogar, willst du gar nicht mehr machen. Und das alles für 1000 bis 2000 F-Coin. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie günstig Jester zum Beispiel ist. Billposter passiert gerade das Gleiche. Man sieht natürlich, Billposter hat zwar doch deutlich mehr Spieler, aber der Billposter ist jetzt der nächste, den sie gerade kapern. Hab schon gesehen, Hernesnackel ist auch schon bei unter 1 Milliarde, bei knapp 2000 F-Coin für einen cleanen. Und beim Jojo hat es auch so angefangen. Ja, erstmal so 2000 F-Coin, jetzt sind es nur noch 500. Das geht relativ schnell tatsächlich. Also, sobald man merkt, okay, es ist absolut kein Interesse mehr da, dann weiß man einfach, okay, alle, die aktuell Billposter spielen, haben entweder das Item schon oder wollen es nicht. Und dann fängt es an, okay, der eine hat einen Hernesnackel, dann kommt der zweite, der dritte und keiner kauft es aber und dann unterbietet man sich gegenseitig und dann geht es ganz schnell ganz weit nach unten und dann ist das Zeug halt essentiell quasi wertlos im Vergleich zu dem, was man mal zahlen musste, als alle noch gelevelt haben, als alle noch nicht das Equipment hatten, als niemand die Items hatte, also die Nachfrage war 100 und die Angebot war quasi 1 so ungefähr. Das ist jetzt halt vorbei. Und das merkt man halt vor allem schnell bei den Klassen, die halt nicht so viel gespielt werden. Klar, bei einem Blade, bei einem Ranger, bei einem Ringmaster merkt man das natürlich nicht, weil da ist die Nachfrage immer noch extrem hoch oder sehr hoch und das Angebot ist immer noch nicht so krass vorhanden, wie man es bräuchte, um die gesamte Nachfrage zu decken. Genau, das heißt, ja, Jester nimmt zwar leicht zu, es ändert aber nichts daran, dass, ja, wie gesagt, es einfach viel zu wenige Leute spielen, um alle Items am Markt abzufragen. Und ja, ansonsten, Knight ist natürlich wenig überraschend. Knight war letztes Jahr tatsächlich die beliebteste Klasse. Hat jetzt auch den Blade knapp überholt. Wir haben jetzt den Ranger. 158 Ranger und 159 Knights. Das heißt, Knight ist jetzt auf Platz 2 gerade der aktuellen Beliebtheit auf dem FEC. Blade weiterhin auf Platz 1, Ranger auf Platz 3, Ringmaster in Anführungszeichen auf Platz 4. Dann haben wir den Psykeeper auf Platz 5, dicht gefolgt vom Elementor auf Platz 6. Ebenfalls dicht gefolgt vom Billposter auf Platz 7 und weit, und zwar extrem weit ab vom Schuss, haben wir dann den Jester. Übrigens hier auch ganz interessant, Jester und Blade, man muss die Zahl der Jester verdreifachen, dann kommt man auf die Zahl der Blades. Also nicht ganz, aber fast genau.
Das spricht schon wirklich Bände. Ich würde auch sagen, nicht nur über die Beliebtheit der Klassen, sondern auch über das Balancing, weil meiner Meinung nach hängt es schon stark miteinander zusammen auf jeden Fall. Und ja, hoffentlich wird sich dann im Update irgendwas ändern. Nicht so, weil ich jetzt so ein harter Jester-Fan bin, aber ich meine, grundsätzlich für uns alle ist es auf jeden Fall positiv, wenn nicht eine Klasse mit Abstand die teuerste ist und andere Klassen quasi, ja, komplett wertlos. Also ich meine, wir alle profitieren in irgendeiner Form trotzdem davon, wenn das ein bisschen besser gebalanced ist. Außerdem ist es auch langweilig, wenn immer jeder nur das gleiche spielt und so, muss man auch dazu sagen. Ich meine, 8 Klassen ist eh schon nicht die Welt für ein Spiel, das 21 Jahre alt ist. Ich meine, viele Spiele, die genauso alt sind, hätten wahrscheinlich mittlerweile schon 2, 3 oder 4 neue Klassen eingeführt irgendwann mal. Das haben wir in Flyf nicht und wer weiß, ob wir das jemals kriegen werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, nicht unmöglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das jemals passiert. Und wenn man sich das alles so vor Augen hält, dann muss man schon sagen, naja, wäre wahrscheinlich dann schon gut, wenn man zumindest zwischen den Klassen ein bisschen mehr Abwechslung sieht und halt nicht wirklich jeder mit einem Blade oder Knight rumläuft. Blade oder Knight oder Ranger, das sind so wirklich die 3 Top-Klassen. Dann die Magier, klar, weil man sie auch braucht und vor allem auch im PvP, Psykeeper zum Beispiel. Aber es ist schon sehr einseitig bei den Damage, die dann, oder was heißt einseitig, aber es ist schon sehr, man lehnt sich stark in eine Richtung und die andere Richtung ist quasi verwahrlost und verlassen, sozusagen. Aber ja, das waren die Veränderungen. Wie gesagt, es ist relativ viel passiert trotzdem nochmal. Ich vermute, wie gesagt, im nächsten Monat wird es nicht mehr so sein, dadurch, dass jetzt eben alle in den Top 1000 165 sind. Plus, wie gesagt, es ist gerade XP-Event, also die meisten in der Rangliste, wahrscheinlich die Top 6, 7, 800 sind auch schon bei 99,99 vermutlich. Also da wird die Bewegung nächsten Monat vielleicht noch ein bisschen, aber spätestens dann, falls wirklich im Oktober noch weitergeht, falls wir noch bis Ende Oktober spielen und noch ein Update-Ranking kommt, dann ja, wird da wahrscheinlich nicht mehr allzu viel ablesbar sein. Genau, und ja, dann würde ich einfach sagen, war's das mit dieser Ausgabe der Top 1000 Global Ranking aller Server. Ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wie immer, schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und bis dahin, haut rein und ciao, ciao.